Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Konstanze, und Hallo, Dennis. ihr habt uns in die Kommentare geschrieben, dass wir uns vielleicht ein wenig mehr über das Reisen unterhalten sollten. Also machen wir das heute einfach mal. Thema Reisen heute. Genau. Und wir fangen an mit den Lieblingsreisezielen der Deutschen. Genau. Ein Lieblingsreiseziel vielleicht vorab, wo wir uns gerade befinden. Gerne. Also wir befinden uns aktuell, wie die Bücher hier vielleicht auch schon zeigen, in Brüssel, wegen einer beruflichen Station von Dennis. Genau, hier in der schicken neuen Umgebung, falls ihr euch schon gewundert habt, nicht mehr unsere Wohnung, aber mindestens genauso schön. Wir fühlen uns wohl, genau. Und wenn wir nicht gerade in Brüssel sind, dann verreisen wir wie viele andere Deutschen, glaube ich, rund um Europa, oder? Ja, also ich glaube, das Top-Reiseziel aller Deutschen, sei es in unserem Alter oder auch im höheren Alter, ist doch die deutsche Insel mittlerweile Mallorca oder Mallorca, wie man es auch hier Mallorca, ausspricht. genau. Also man sagt schon mittlerweile, das ist das 17. Bundesland, weil da Ja. wirklich so viele Deutsche sind. Das stimmt. Ich glaube, letztes Jahr ein wenig weniger Tourismus aufgrund der Pandemie, aber ich glaube, es ist immer noch das Top-Reiseziel der Deutschen. Ja, Das ist die kleine spanische Insel, die mittlerweile schon in deutscher Hand ist, zumindest in gewissen Orten. da wird auf jeden Fall viel Party gemacht. Ansonsten würde ich sagen, gibt es nicht das Lieblingsreiseziel. Man müsste relativ stark unterscheiden, wie alt die Leute sind. Denn ich glaube, die jüngere Generation, also gerade in unserem Alter, 31, 30 Jahre alt, die verreisen schon gerne weiter weg und in exotische Länder, vielleicht auch in Länder, die noch nicht so stark bereist sind, wohingegen, ja, ich würde sagen, die ältere Generation eher in die altbekannten Länder reist und gerne auch immer in die Hotels fährt oder an die Strände, die sie schon kennt. Dann fangen wir doch mit der jüngeren Generation an. Hattest du in deiner Abiturklasse jemanden, der nach dem Abitur nach Australien ging? Ja, ich hatte einige Leute, die nach Australien gegangen sind, die ein Au-pair gemacht haben, also in einer anderen Familie gewohnt haben, sich um die Kinder gekümmert haben. Ich hatte aber auch ein paar meiner Mitschüler, die beispielsweise in asiatische Länder gereist sind. Okay, wohin? Also Thailand, Bali unter anderem, also die waren da eher Philippinen beispielsweise. Ins Warme. Genau, ins Warme und ins Exotische. Und die hat es eher in diese Region getrieben. Wie war das bei dir? Ja, also wir hatten auch einige Schüler und Schülerinnen, die nach dem Abitur nach Südostasien, auch viel Thailand, viel Vietnam, aber auch einige in den USA, die vor allen Dingen aufgrund sprachlicher Verbesserungswünsche, gerade im Englischen oder im Amerikanischen, dann nach Amerika, in die USA, Mexiko kannte ich ein, zwei. Oh, das ist auch cool. Aber ich glaube, so generell die Reiselust nach dem Abitur ist recht groß und es gibt in Deutschland so das Klischee, nach dem Abitur doch eher in Richtung Australien zu reisen. Und ich glaube, es ist auch immer noch das meistbereiste Land, oftmals dann, wie du sagst, als Au-pair oder mit dem Rucksack einmal quer durch. Wobei, ich glaube, mittlerweile ist es gar nicht mehr so einfach, dort ein Visum zu bekommen. Das ist ja mittlerweile auch immer schwieriger, gerade in Pandemiezeiten. Ja. Aber ich glaube, das ist schon ganz oben auf der Liste. Die klassischen Backpacker, die Deutschen, ich glaube, die kennt jedes Land, das mit Touristen zu tun hat, genau. Das stimmt. Ansonsten, ja, hast du irgendein Lieblingsland oder ein Land, in das du sehr gerne mal wieder reisen wollen würdest? Also tatsächlich, um jetzt die Klischees wieder aufzugreifen oder die Stereotypes, tatsächlich war ich ja etwas in Südostasien unterwegs. Das heißt Vietnam, Kambodscha und China nicht zuletzt. Ich muss sagen, am längsten und am schönsten war es in Kambodscha, auch wenn es ein sehr, sehr, ja, vielleicht noch vielen unbekanntes Land ist. Ich glaube, viele Deutsche wüssten nicht mal, wo Kambodscha liegt. Dabei liegt es direkt neben Vietnam. Ein sehr armes Land noch, was aber jetzt mittlerweile auch touristisch immer mehr zu bieten hat. Das mag gut sein, mag schlecht sein.
aber gerade sehr, sehr viel Küste auch zu bieten hat. Das heißt sehr, sehr viel Strand, Sandstrand und Meer, aber auch sehr viel Kulturelles. Also Angkor Wat als eins der Weltwunder immer noch ist schon was jeder mal gesehen haben sollte, wenn er in Südostasien gerne unterwegs ist. Schön. Ja. Und bei dir? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht so ganz entscheiden. Einerseits würde ich super gerne mal Afrika sehen, Südafrika, generell mal eine Rundreise machen. Argentinien steht beispielsweise auch sehr hoch im Kurs. Und was ich auch sehr, sehr gerne sehen wollen würde, ist Japan. Ja. Nicht zuletzt aufgrund der tollen Kultur, dem Essen, den Menschen. Ja, ich glaube, es gibt viele Gründe, warum man gerade diese 3 Länder und noch viele andere sicherlich bereisen sollte. Und Südafrika dann auch mit Safari? Oh, sehr gerne. Die Big Five zu sehen? Wenn es so naturfreundlich wie möglich ist, dann Ja. ja, aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, spannend, spannend, auf jeden Fall. Japan ist auch sehr, sehr, sehr interessant. Nun gut, lass mal die ältere Generation, so die Generation deiner, meiner Eltern. Ich glaube, da ist weniger so das Südfernostasien-Thema, sondern ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Nahes im Kurs. Neben Mallorca, Spanien generell. Es gibt noch eine Gruppe von Deutschen im Urlaub, die mögen sehr gerne das Camping. Und da zieht sie doch sehr gerne nach eben Belgien, wo wir uns gerade befinden, oder die Niederlande. Was hältst du denn davon? Ja, ich glaube tatsächlich, dass gerade die ältere Generation gerne in die näheren Länder oder auch gerade in deutschsprachige Länder reist, weil sie nicht diese Sprachbarriere hat. Also es ist natürlich, wenn man Englisch nicht so gut beherrscht, immer schwierig in Ländern unterwegs zu sein, in denen man vielleicht Angst hat, oh, da kann ich mich nicht verständigen. Und deshalb habe ich das beobachtet, auch aus meiner Familie, dass man, wenn man beispielsweise mal in die Türkei gereist ist oder nach Ägypten, dann, was übrigens die klassischen Länder sind, so für meine Eltern zumindest mal, dass sie dann auch gesagt haben, okay, und wir kennen das Personal und das Personal versteht Deutsch und wir kennen den Strand, wir kennen das Essen, also fahren wir dort regelmäßig hin oder ja, zumindest mal häufiger. Also man ist, ich würde jetzt mal behaupten, in der älteren Generation nicht ganz so experimentierfreudig. Ja. Ich glaube, das Thema Sprache ist auch mit ein Grund, neben vielleicht dem Ballermann, warum auch sehr viele Deutsche jedes Jahr nach Mallorca fliegen. Weil dort natürlich jedes Hotel und jedes Restaurant zumindest in Strandnähe, in Promenadennähe Deutsch spricht bzw. Deutsch versteht. Ich glaube, da muss sich ein deutscher Tourist auch keine Sorgen machen, nicht verstanden zu werden. Das stimmt. Ja, von daher, ja, das ist eine gute Theorie. Also wie gesagt, meine Eltern, muss ich sagen, sehr heimatverbunden, sehr lange auch überhaupt nicht in Urlaub gefahren oder geflogen. Aus finanziellen Gründen? Ja, weil immer mal wieder was am Haus zu machen war. Da waren Sachen, hatten höhere Prioritäten. Aber in den letzten Jahren machen sie es dann doch schon häufiger. Aber dann auch Südfrankreich ist da ein sehr, sehr gern gesehenes Ziel. Ich glaube, nächstes Jahr auch, oder in 2022 ist ja schon dieses Jahr auch wieder. Okay. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Gerne. Machst du bei dem Ganzen, worüber wir heute reden, einen Unterschied zwischen Reisen und Urlaub? Es ist ein großer Unterschied, natürlich. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Land bereise und mir wirklich Zeit dafür nehme und die Menschen kennenlerne, vielleicht auch mal in einer Wohnung lebe und nicht unbedingt in einem Hotel, selber einkaufen gehe, selber kochen gehe, selber zu Hause koche. Oder ob ich jetzt wirklich nur in einem Hotel sitze und mich 7 Tage in der Woche bekochen lasse und sonst gar nichts Das wäre tue. dann der Urlaub. Das wäre dann der Urlaub, ja, das stimmt. Dann präferiere ich persönlich zumindest mal das wirklich Reisen. Weil erst dann lernt man ein Land und die Menschen und die Kultur meiner Meinung nach erst richtig kennen. Ja. Ich glaube zum Beispiel, wenn wir Städtereisen unternehmen, dann ist das auch schon mehr Reisen als Urlaub, weil auch in einer Stadt lernt man die Kultur kennen durch Museen, durch Restaurantbesuche, durch
ja, durch einfach in Kontakt treten mit so vielen Menschen und man Märkte. ist eigentlich den ganzen Tag in der Stadt unterwegs, spaziert, entdeckt neue Ecken, neue Sachen. Und ich glaube, das ist schon wieder ein kleiner Unterschied zwischen dem einmal im Jahr, 2 Wochen abschalten, Strand, am besten all-inclusive. Oder betrinken am Ballermann. Und keine Sorgen und keine Anstrengungen. Ich glaube, da ist vielleicht, können wir uns darauf einigen, Mallorca ist das Top-Urlaubsziel, aber vielleicht nicht ganz das Top-Reiseziel. Ja. Wobei die Insel auch sehr schön ist. Also man kann viele tolle Ecken sehen, ohne in diese touristischen Gegenden zu müssen. Definitiv. Aber ich glaube, dass der Großteil der Deutschen, die nach Palma fliegen, noch nicht ganz viel von der Insel gesehen haben, außer vielleicht die einzelnen Städte oder die einzelnen Orte, wo sie im Hotel sind. Das stimmt. Ähnlich ja auch mit, wie du es gesagt hast, mit Ägypten. Das ist ja auch der klassische Cluburlaub, wie der Name schon sagt. Ich glaube, viel von Ägypten haben diejenigen auch noch nicht gesehen. Ja, das fürchte ich leider auch. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du schon mal da warst. Gerne. Zum Thema Reisen. Und ja, was sind eure Lieblingsreiseziele? Habt ihr irgendeinen Wunsch, ein Traumland, das ihr gerne bereisen möchtet? Dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Sehr gerne. Tschüss.